Liebe Trader und Bitcoin-Freunde, ja, heute ist ein wichtiger Tag für Bitcoin, denn heute findet das Jackson Hole Event statt. Ja, das ist ein jährliches Treffen führender Zentralbanker, Ökonomen und Finanzexperten. Und hier werden wir mutmaßlich heute eine ordentliche Price Action reinbekommen. Ja, liebe Leute, wir befinden uns am heutigen Tag nach wie vor unterm 50er Weekly Moving Average, eine Schwelle, die wir bereits schon seit Tagen beobachten und welche beim Überschreiten eine Bestätigung des Bullruns potenziell darstellen könnte. So am heutigen Tag haben wir ein neues Hoch erreicht bei der rund 81.700 US-Dollar Marke und sind infolgedessen scharf nach unten rejected worden. Ja, über uns befindet sich eine gigantische Sell Wall, die Bitcoin bislang davon abhält, hier tatsächlich wesentliche Widerstandsblöcke zu durchbrechen. Wie wird das heutige Jackson Hole Event und Kevin Warsh Rede einpreisen, beziehungsweise wie werde ich mich positionieren? So, die Rede findet heute statt um 4 Uhr deutscher Zeit und wenn du da nichts verpassen möchtest, unbedingt in unseren Livestream reinkommen. Wir werden das gemeinsam verfolgen. Und damit würde ich sagen, willkommen zum neuen Marktupdate auf meinem Kanal. Ich bin Trading Phil. Wenn dich das Thema Bitcoin und Trading interessiert, dann bist du hier auf jeden Fall zu Hause. Gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren und wir gehen hier direkt mal rein. Ja, liebe Leute, Bitcoin hält sich weiterhin stabil bei der rund 80.000 US-Dollar Marke. Hier kommen wir jetzt tatsächlich in einen Widerstandsblock rein, der in den letzten Monaten, beziehungsweise auch zu Anbeginn des Jahres 2025, eine wesentliche Area of Interest dargestellt hat. Hier haben wir im März 2025 Support gefasst, im November tatsächlich hier angetestet, im Januar tatsächlich verloren und dann letzten Endes am 10. Mai diesen Block als Widerstand erklärt und damit den großen Crash in den Juni rein eingeleitet. So, jetzt befinden wir uns wieder an diesem Widerstandsblock und der Grund, warum sich Bitcoin gerade so ein bisschen zäh verhält, ist natürlich die Tatsache, dass es sich hierbei um eine wesentliche Area of Interest handelt, aber auch hier tatsächlich jetzt die Schwelle reinläuft, nämlich die Trendschwelle vom Bären zum Bullentrend. Das ist natürlich ein Level, was nicht nur wir auf dem Schirm haben und demnach auch religiös Bitcoin bislang rejected hat. Die Rede ist vom 50er Weekly Moving Average, ein Level, was wir jetzt schon länger auf dem Schirm haben und welches stets die Bullen- und Bärenmärkte voneinander getrennt haben. Der 4-Stunden-Chart zeigt uns, wie Bitcoin nach und nach in den letzten Tagen versucht hat, in diese Schwelle reinzuarbeiten, beziehungsweise diese Schwelle zu überschreiten. Wie gesagt, auch jetzt hier in den Morgenstunden haben wir wieder einen Ticken höher getastet, wurden aber direkt wieder rejected. Bitcoin scheint hier eine Art Ascending Head and Shoulder Pattern zu bauen, welches dementsprechend hier mit dem Verlieren der 81.500 tatsächlich jetzt potenziell, ja, die rechte Schulter definiert hat und wir jetzt hier quasi beim Level von 78.800 den Test der Nackenlinie sehen werden. Sollte dieses Level verloren gehen, liebe Leute, sollten wir diese Trendlinie verlieren und damit die Nackenlinie des potenziellen Head-and-Shoulder-Patterns, dann, liebe Leute, sehe ich Bitcoin erstmal eine starke Korrektur nach unten einleiten. Die bärische Divergenz bahnt sich jetzt schon seit ein paar Tagen an. Es schien gestern so, als würde Bitcoin tatsächlich jetzt im RSI ein bisschen ausbrechen, aber wir haben dann doch wieder nach unten korrigiert und den Abwärtstrend im RSI weiter fortgesetzt. Der kurzfristige Trend für den Tag zeigt uns hier ganz klar Schwäche. Wir haben hier heute Morgen um 4 den 50er EMA verloren und jetzt, während ich dieses Video aufzeichne, um 11 Uhr morgens hier tatsächlich den 200er EMA unterlaufen. Jetzt wird sich zeigen, ob sich dieser Trend tatsächlich in den Tag weiter fortsetzt. Was dafür sprechen würde, ist natürlich die unglaubliche Volatilität, die jetzt heute mit dem Jackson Hole Event einhergeht. Damit wäre das Kevin Warsh erstes Jackson Hole Event. Für alle, die das Event nicht auf dem Schirm haben, das ist eines der wichtigsten jährlichen Treffen tatsächlich, wo geldpolitische Themen diskutiert werden. Und hier sind unsere Augen und Ohren natürlich ganz weit geöffnet, um zu lauschen, ob es hier heute irgendwelche Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik gibt.
was Bitcoin, Aktien, Gold und den Dollar dementsprechend stark bewegen könnte. Wir sehen bereits schon bei dem US-Dollar-Index, dass wir seit jetzt, lass mich nicht lügen, seit knapp einer Woche tatsächlich wieder ordentlich am nach oben retracen sind, nachdem wir letzte Woche Mittwoch signifikant gedroppt sind und auch die Tage davor und auch die Wochen davor. Der US-Dollar scheint sich hier wieder ein bisschen zu erholen und das jetzt tatsächlich im Vorlauf auf das Jackson Hole Event. Für uns ist das natürlich unheimlich interessant als Trader und Bitcoin-Investoren, denn ein starker Dollar und ein stärker werdender Dollar könnte hierbei die Risikoassets unter anderem natürlich hier Bitcoin massiv unter Druck setzen. Ja, das Abkühlen tatsächlich des US-Dollars hat jetzt auch Bitcoin die letzten Tage gut befeuert. Das scheint jetzt hier tatsächlich wieder ein bisschen zurückgesetzt zu werden. Lustigerweise scheint hier Bitcoin und Gold absolut in Sync zu sein aktuell. Also schau dir mal diese Struktur an. Das ist wirklich ein absolutes Spiegelbild von Bitcoin. Wir werden sehen, wie lange die beiden noch so wunderschön in Sync bleiben. Ein Blick in die Bitcoin Spot ETFs zeigt, dass seit gestern wieder der ein oder andere Spot ETF am Bitcoin abstoßen ist. Vorgestern hatten wir eine Partei, die Bitcoin abgestoßen hat nach dieser gigantischen Zuflusswelle. Gestern waren es zwei Parteien. Die Zuflüsse sind immer noch im signifikanten Niveau. Das spiegelt sich auch im Coinbase Premium tatsächlich wieder. Wenn wir mal auf den Tageschart gehen, hier sehen wir einen ganz klaren Trend. Also das Coinbase Premium hat sich hier seit Mitte August wieder in die positive Seite entwickelt. Und jetzt tatsächlich in den letzten 2 Tagen das erste Mal das grüne Licht wieder erblickt. Ja, wir blicken auf eine monatelange Verkaufsserie der US-Institutionen zurück. Das ist, wie gesagt, die letzten Wochen zurückgegangen und hat sich dann jetzt hier tatsächlich am 26. August, also vorgestern, erstmalig hier ins Grüne entwickelt. Sind die US-Institutionen zurück und werden sie Bitcoin jetzt in den Bullenmarkt prügeln? Wir werden an der Stelle sehen, denn eine Unterbrechung tatsächlich im Coinbase Premium nach einer starken Verkaufswelle haben wir schon mal gesehen. Dann hat sich die Verkaufswelle weiter fortgesetzt. Also wir müssen jetzt nicht zwangsläufig wie im Bullrun in eine Wochen- und monatelange Kaufphase der US-Institutionen reinbegeben. Das ist etwas, wo wir nur mutmaßen können und definitiv als bullisches Signal deuten müssen, denn wenn die US-Institutionen zurück sind und hier mit Kaufkraft an die Märkte gehen, dann kann es natürlich nennenswert Bitcoin nach oben befeuern. Apropos nach oben befeuern, über uns befindet sich eine gigantische Sell-Wall, liebe Leute. Hier knapp über der 81.400 US-Dollar-Marke bis hoch zu der 81.600. Also hier in dem Bereich hat Bitcoin ja auch in der heutigen Nacht Halt gemacht, knapp unter diesem massiven Verkaufsblock. Wie wird es jetzt hier potenziell weitergehen? Werden wir diesen Resistance-Block durchbrechen oder wird Bitcoin hier wieder an Fahrt verlieren und seinen Bärenmarkt fortsetzen? Dafür müssen wir einfach mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie dieser Pump hier eigentlich zustande kam. Ja, das war letzte Woche eine Symbiose aus der Kryptokonferenz im Weißen Haus, signifikant bullische Äußerungen vom US-Präsidenten, massive Versprechungen, was die Regulierung von Krypto in Amerika angeht und mit großem Abstand mutmaßlich die treibende Kraft für den Pump, das Eingreifen des US-Finanzministeriums. So, jetzt blicken wir am heutigen Tag auf ein signifikantes Event hin, nämlich die Keynote-Speech von Federal Reserve Chairman Kevin Warsh beim Jackson Hole Event. Und gerade weil der Eingriff auf die Anleihenmärkte in der letzten Woche der treibende Faktor war, für Bitcoin könnten Äußerungen von Kevin Warsh diesbezüglich tatsächlich Bitcoin auch wieder die nötige Kraft geben, um sich tatsächlich wieder nach unten zu entwickeln. Der Markt blickt auf jeden Fall gespannt auf Kevin Warsh und die Konditionen, unter welchen die Federal Reserve hier tatsächlich die Zinsen anpassen würde. Ja, liebe Leute, ein super spannendes Level, in dem wir uns gerade hier befinden. Ich sage mal wieder an der Stelle hier abschließend, ja, seid vorsichtig, hier schon voreilig zu Schlüssen zu kommen. Wir haben in den letzten Cycles bereits öfter den 50er Weekly angetestet, nur um infolgedessen tiefere Bärenmarktziele
aufzusuchen. Ja, muss das sein? Ja, werden wir jetzt hier eine Rejection reinbekommen? Nein, das muss nicht sein. Aber sei auf jeden Fall vorsichtig, deine Bull Market Confirmation jetzt schon zu voreilig abzuholen. Ihr seht's, nach wie vor hält das Level wacker und wenn das jetzt so weitergeht und Kevin Walsh heute hawkische Äußerungen von sich gibt, dann könnte das, wie gesagt, Bitcoin den Treibstoff geben, um hier letzten Endes wieder eine Korrektur einzuleiten. Liebe Leute, kommt auf jeden Fall in unsere kostenlose Trading-Community. Hier tauschen wir tagtäglich unsere Setups miteinander aus, haben zusätzliche Livestreams, wo du mir deine Fragen stellen kannst. Du kannst dein Video und deinen Ton anmachen, mit mir interagieren. Das bockt auf jeden Fall richtig und hilft dir natürlich auch unfassbar weiter, denn hier in meinen Videos oder Streams kann ich nur Predigten halten, aber ich würde mich einfach freuen, den einen oder anderen von euch auch persönlich kennenzulernen und hier wirklich auch auszuhelfen. Also, das ist völlig kostenlos für dich. Außerdem bekommst du in meiner Community 50% Gebührenersparnis auf die Broker, die ich nutze, und zwar lebenslang. Also das ist auf jeden Fall ein super Deal, den ich aktuell hier in der Community habe. Das heißt, schau mal durch. Jetzt hier in Folge des Videos, mach dir einen Account, kostet dich eine Minute. Außerdem, liebe Leute, lasst uns heute im Stream gemeinsam Kevin Walsh Rede anschauen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Handelstag und wenn du Bock hast, den Markt gemeinsam mit mir zu traden, komm auf jeden Fall später ab 15 Uhr in den Stream. Ich bedanke mich, das war auch schon der Senf zum heutigen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und bis später im Stream. Mach's gut.